wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von #Bulle und Bär. Mit welchem Thema beschäftigen wir uns denn heute? Svenja, wie jedes Mal beschäftigen wir uns mit einem interessanten Thema. Und zwar heute mit dem Thema Börsengang. Was die Passanten bereits davon wissen, das zeigen wir euch jetzt. Wissen Sie denn vielleicht, was ein Börsengang ist? Ja, eine Firma an die Börse bringen. Um Gottes Willen. Wahrscheinlich, wenn ein Unternehmen Aktien ausgeben möchte, um eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Ein Unternehmen möchte entsprechend Investitionskapital sich aneignen und dazu braucht er eben halt Privatinvestoren. Ich kann mir vorstellen, dass die Unternehmen an der Börse, das ist ja im Prinzip ein Teil des Kapitalmarktes, dass sie dort Geld aufnehmen, um es in ihr Unternehmen zu investieren und weiter zu wachsen. Was wäre denn der Unterschied, wenn ich zur Bank gehe, im Gegenzug, wenn ich an die Börse gehe mit meinem Unternehmen? Ja, du kannst dich vielleicht einfach mit Kapital versorgen und dann ändert sich auch, glaube ich, die Anteile, wem dann das Unternehmen dann auch irgendwann gehört. Naja, ich würde sagen, bei einem Börsengang sind die Kapitalgeber viel weiter gestreut als bei einem Bankkredit. Und jeder von uns, insofern er bereit ist zu investieren, kann an dieser Investition des Unternehmens teilhaben. Man gibt Anteile ab von der Firma oder macht man ja, aber man hat auch mehr Gewinn, wenn man an die Börse geht anstatt zur Bank. Und dann gibt es noch ein Wort in dem Zusammenhang, das heißt IPO. Haben Sie das schon mal gehört? IPO? Nein. Keine Ahnung. Initial Public Offering. Was glauben Sie denn, was denn passiert bei so einem Börsengang an dem Morgen? Wie könnte denn sowas ablaufen? Ja, dann wird quasi der Eingangskurs bestimmt, zu dem entsprechend ein Investor geneigt ist, eine Aktie zu kaufen. Ich habe absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir sind nun zurück im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse. Unsere Expertin heute ist Nathalie Augustin von der Deutschen Börse. Gemeinsam mit ihren Kollegen unterstützt und begleitet sie die Unternehmen, die an die Börse gehen. Guten Tag. Hallo Svenja, hallo Carolina. Hi Nathalie, erkläre uns zu Beginn, was ein Börsengang ist. Durch den Börsengang eines Unternehmens ist es der breiten Öffentlichkeit erstmals möglich, Anteilsscheine an dem Unternehmen zu kaufen und so Miteigentümer des Unternehmens zu werden. Die Anteilsscheine sind besser bekannt als Aktien. Ab dem Moment des Börsengangs können die Aktien über die Börse gehandelt werden, sprich gekauft und verkauft werden. Hinter uns befindet sich die sogenannte IPO-Schranke. Das ist der Ort im Handelssaal, wo die sogenannten Börsengänge stattfinden. Was heißt denn das Wort IPO? Ja, das Wort IPO kommt aus dem Englischen und bedeutet Initial Public Offering, also erstes öffentliches Anbieten. Da die Kapitalmärkte sehr international sind, verwenden wir das englische Wort IPO auch häufig bei uns hier in Deutschland. Aber warum gehen die Unternehmen eigentlich an die Börse? Ein Börsengang dient in erster Linie der Kapitalaufnahme. Unternehmen suchen ständig nach neuen Mitteln, um Investitionen zu tätigen oder bei Projekte zu finanzieren. Typische Investitionen sind beispielsweise der Bau von neuen Produktionsanlagen, die Entwicklung neuer Produkte oder die Erschließung von neuen Märkten. Im Prinzip ist das ganz einfach. Ein Unternehmen gibt Aktien an unterschiedliche Investoren aus und erhält im Gegenzug Kapital, das es investieren kann. Und das Unternehmen wird viel bekannter in der Öffentlichkeit, dass seine Aktien an der Börse gehandelt werden. Nathalie, wie du gerade gesagt hast, Unternehmen suchen nach Möglichkeiten zur Investition und Projektfinanzierung. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Börsengang und einer Kapitalaufnahme bei der Bank? Bei einer Kapitalaufnahme über die Bank erhält ein Unternehmen einen Bankkredit. Sprich, es macht Schulden, das es am Ende von der Laufzeit zurückzahlen muss und das plus Zinsen. Bei einem Börsengang erhält ein Unternehmen Eigenkapital. Das Eigenkapital muss das Unternehmen zwar nicht zurückzahlen, aber die Aktionäre werden Miteigentümer des Unternehmens und erhalten entsprechende Rechte. Und einmal im Jahr erhalten Aktionäre eine Dividende, sprich einen Anteil des Gewinns. Vielen lieben Dank für deine Zeit und auch deine Erläuterung. Wir sind schon sehr gespannt, welche Unternehmen wir hier in Zukunft bei einem Börsengang sehen werden. Für weitere Informationen könnt ihr auch auf der Webseite Digitales Lernen der Deutschen Börse AG oder auf der Seite Börse Frankfurt vorbeischauen. Vergesst nicht, unseren Kanal Börse Frankfurt auf YouTube zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann!